Ich hätte noch eine Frage, wartungstechnisch. Was ist denn da zu berücksichtigen? Sie sprachen gerade schon von Wartungsfreiheit. Haben wir da wirklich keine Wartungsarbeit? Also es kommt natürlich auf den Prozess an. Ich sage mal, eine typische Fräsmaschine, wasserlöslicher Kühlschmierstoff, Leichtmetallzerspannung, da läuft es auf eine Sichtkontrolle raus. Da hängt es jetzt ja von der Maschine ab, haben die ein Spänehandling in der Kabine oder eher nicht und wir saugen ab, dann könnte ein Wartungstask sein, dass wir einfach eine Späneansammlung haben, die wir irgendwann mechanisch entnehmen muss, absaugen muss oder managen muss. Aber sagen wir mal, da ist es ein Gerät, wo es auf eine Sichtkontrolle rausläuft. Richtig, also die Wartungsintervalle sind total unterschiedlich. Gewartet werden muss oder kann eigentlich, also das ist ein robuster Hochleistungsabschalter, der ist wirklich robust aus Profil, Aluminium, Rahmen, Chromstahl. Den kann man in gängigen Industriespülmaschinen reinigen mit Hochdruckreiniger, also da kann man schon richtig ran, der ist stabil, der hält ewig. Genauso auch robust ist der Agglomerator, auch der ist leicht reinigbar. Ansonsten die Innenfläche ist, wie am Anfang schon gesagt, glatt. Man kann da überall ran, kann es reinigen und dementsprechend wieder einsetzen. Also Wartung an sich, hinten an der Elektronik ist nichts zu warten, nur Reinigungsprozesse, ansonsten ist da nichts. Ich sage mal, der größte Wartungsaufwand, der auf Sie zukommen könnte, ist, wenn Sie einen elektrostatischen Luftreiniger bei reinen, dünnflüssigen Ölen im Einsatz haben. Da ist eine regelmäßige Wartung der elektrostatischen Kollektorzellen in beispielsweise einem Ultraschallball nötig, wenn denn ein elektrostatischer Filter im Einsatz ist. Aber ich sage mal so, pauschalisiert gesagt, könnte das der größte Wartungsaufwand mit Seriengeräten sein, der zu erwarten ist. Ja. Es läuft aber dann einzig auf eine Reinigung hinaus und nicht auf einen Tausch von Bauteilen. Zum Beispiel diese schwarze Filtermatte, die oben drin steht, die müsste jetzt auch nicht alle 2000 Stunden getauscht werden, sondern die bleibt auch langfristig in Ordnung. Richtig. Ja. Okay, vielen Dank. Gerne, ja. Guten Morgen, Herren. Danke für die gute Präsentation. Ich hatte noch mal eine Frage. Ihr habt gesagt, okay, wenn die Temperatur in der Maschine stabil bleiben muss für eine sehr hohe Genauigkeit. Wie macht ihr das dann? Sag mal, macht ihr das am Messen in der Maschine und von dort aus, sag mal, die Ventilator steuern oder wie wird das geregelt? Wir hatten die Frage und bei den meisten Werkzeugmaschinenherstellern, bei Schleifmaschinenherstellern, wo das Temperatursignal kritisch ist und die das überwacht haben wollen, die liefern es im Normalfall. Klar, wir können Temperaturfühler integrieren, das wäre kein Problem. Aber solche Spezialisten, bei denen das ein großes Thema ist bezüglich Toleranz, die liefern meistens uns ein Telefonsignal, wollte ich schon sagen, ein Temperatursignal, das wir dann eben entsprechend überwachen und auswerten können. Mein Name ist Heiko Dietrich, Werksvertretung von Reven für die neuen Bundesländer, großen Teil der neuen Bundesländer. Viele Kunden fragen mich bezüglich der Luftmenge. Die neuen Geräte haben ja nun diesen Frequenzumformer und somit können die sich den Luftstrom anpassen auf den gewissen entstehenden Druckverlust. Wie viel können die Geräte an Luftmenge, also in Meterzahl, ansaugen? Und wie viele Meter können die in die Abluftleitung reindrücken? Ich sage es mal andersrum. Klar, am Ende des Tages ist es ein Projektthema, aber ich sage mal, der Standard, die normale Anwendung, weißt du ja, ist so ein Gerät, steht auf der Werkzeugmaschine, hat vielleicht 1,5 Meter Ansaugleitung, die idealerweise mindestens den Durchmesser hat vom Ansaugstutzen, also nicht kleiner gemacht, und die Luft wird ausgeblasen. Jetzt deine Frage ist, wie viel länger kann man das machen? Kann man das Gerät weg von der Maschine auf den Boden stellen? Kann man vielleicht 2 anstelle einer Maschine anschließen? Dazu die Antwort an dich: Ja, man kann, aber man darf es wie so oft im Leben nicht übertreiben damit.
Also ich habe mal in Spanien eine Anlage gesehen, ein so Gerät angeschlossen an 5 Maschinen mit 20 Meter Saugleitung und Röhrchen wie am Staubsauger. Also so viel Saugkraft hat das Gerät nicht und da kommen wir an Grenzen. Also ich sage mal, anstelle von 2 Meter Ansaugleitung 3, 4 bis zu 5 Meter macht uns auch kein Problem. Auch an der Abluftseite, also der Ventilator hat Reserven, aber natürlich die Reserven sind nicht unendlich. Also wir haben natürlich die Kennlinien. Jetzt, wenn man eine richtige Anlagenplanung macht, wie es der Herr Kess und der Vitali Ley beispielsweise bei MAN machen, da kann man das schon projektbezogen genau austüfteln. Aber dann muss man es wirklich projektbezogen ins Detail gehen. Weil wenn ich mit meiner Saugleitung an Grenzen gehe von dem, was der Ventilator schafft, dann muss ich mir wirklich über die Details ein Bild machen, weil wir saugen aus einer Maschine. So, wir saugen aus der Maschine Luft raus. Dann muss ich dich jetzt fragen, wenn du das Maximum von meiner Saugleitung wissen willst, wie gut, wie einfach kann Luft in die Maschine wieder reinströmen? Wenn ich in einer Stunde 1000 Kubikmeter raussauge, können 1000 Kubikmeter in die Maschine rein mit möglichst keinem Luftwiderstand. Jetzt wirst du mir sagen, an einer Fräsmaschine geht es meistens problemlos, weil ja da die Späne rauslaufen. Auf der anderen Seite haben wir Werkzeugschleifmaschinen gehabt, in die haben wir schon Löcher schneiden müssen, weil wir ein Vakuum in der Maschine gebildet haben. Also deswegen so pauschal zu sagen, mit 10 Meter geht es auch immer, das traue ich mich nicht sagen, aber ich dachte, so ein Fingerspitzengefühl habe ich dir an Hand gegeben, aber wenn man an Grenzen geht, muss man es projektbezogen genau anschauen. Aber es sind Möglichkeiten da. Das ist das, was ich den Kunden auch immer sage, aber es eben jetzt nochmal wirklich bekräftigt, weil viele Kunden wollen es eben nicht wahrhaben, dass man sagt, gut, so 3 Meter im Ansaug, 3 Meter im Ausblas, das ist noch vertretbar. Alles andere müsste mit Stützventilatoren bewältigt werden. Und da fängt die Kundschaft oder der Kunde an, immer zu zweifeln und sagt, ja gut, bei anderen geht das. Ja, man muss der Richtigkeit halber, Heiko, einfach sagen, da sind wir einfach in 2 Welten unterwegs. Wir, die abscheiden und viele andere, die filtern. Und wie der Herr Angermann vorher richtig gesagt hat, wir müssen in unserem System schon aufpassen, dass wir in bestimmten Bereichen mit der Luft und mit der Luftgeschwindigkeit bleiben. Also nicht nur wir für unsere Abscheider, sondern ich habe es euch in der Präsentation erklärt, wenn so eine Maschine mal nicht mehr saugt, zu was für einer brutalen Kettenreaktion das führen kann, mit dem Beispiel in Siemens in China. Also das ist eben die eine Seite. Also uns ist wirklich dran gelegen und wir müssen wirklich aufpassen, dass eine bestimmte Luftmenge gegeben ist. Unsere Welt, die Welt der Abscheider. Und jetzt gehen wir in die Welt der Filter. Und jetzt frage ich dich eine Frage, Heiko. Wann hat ein Filter die längste Standzeit? Wenn die Luftmenge 0 Kubikmeter ist. Also deswegen ist den Marktbegleitern das oft gar nicht unangenehm, wenn Luft so weit wie möglich nach unten geht. Wenn dann zum Späneförderer rausdampft, wenn der Bediener die Türe aufmacht, eine Wolke abkriegt, ist alles verschmerzbar, weil mein Schwebstofffilter überlebt ja deswegen ein halbes Jahr länger. Das sind so die 2 Welten, wo man da vorsichtig sein muss mit Vergleiche. Ja. Genau.